Es heißt, sich von den Lofoten zu verabschieden. Von Svolvær aus geht es mit der Fähre in etwas über 2 Stunden nach Skutvík. Das spart ein paar 100 Kilometer Fahrstrecke ein. Tickets braucht man für die Fähre nicht extra zu kaufen, einfach drauffahren, die Mitarbeiter scannen das Nummernschild, das war's. Irgendwann später kommt die Rechnung nach Hause. Pünktlich um 10:30 Uhr legt die Fähre in Skutvík an, pünktlich beginnt es auch stärker zu regnen. Das bleibt die nächsten Stunden so. Dennoch, die Stimmung und die Fahrt die Pforte entlang und über Granitberge hat etwas. Auf jeden Fall heißt schlechtes Wetter Strecke machen, auch wenn man der nassen Straßen wegen doch etwas vorsichtiger sein muss. Denn die Kurven, die sind geblieben. Zahlreiche Tunnel, oft mehrere Kilometer lang, verlangsamen die Fahrt, da manche von ihnen recht schmal sind. Begegnen sich 2 Lastwagen, heißt es, die Spiegel einklappen und aneinander vorbei zu tasten, um nicht an der Seitenwand oder Decke zu streifen. Gegen frühen Nachmittag geht es die Berge hoch auf ungefähr 680 Meter. Ich durchquere den Saalfjellet Svartisen Nationalpark. Eine wunderbare Gegend, zumal es aufgehört hat zu regnen. Es geht über eine schier endlose Hochebene weiter, bis ich dann den nördlichen Polarkreis überquere, diesmal von Norden her kommend. Hier gibt es ein Besucherzentrum mit Souvenirshop und Restaurant, das im Gegensatz zu dem in Schweden auch geöffnet hat. Und, ganz wichtig, es gibt warmen Kaffee. Auf dieser Höhe halten sich auch jetzt noch an geschützten Stellen in den Berghängen Schneefelder. Das sagt alles über die Temperatur aus. Tag 15 der Tour. Es geht wieder die Küsten entlang. Und zwar auf der Kystryksveien, eine Küstenstraße, die mit zu den schönsten der Welt gehören soll. Spektakulär sind besonders die Brücken. Straßenbau, das verstehen die Norweger. Seien es Brücken, Tunnel oder Bergpässe. Ohne Fähren geht hier nichts. Heute werden es allein 3 und alles wird recht schnell Routine.
Manches Mal ist man nur kurz unterwegs, bis die nächste Fährüberfahrt kommt. Diese Fähren verkehren jedoch recht häufig, sodass sich die Wartezeiten in Grenzen halten. Ganz vermeiden lassen sich Wartezeiten jedoch nicht immer. Also sollte man genügend Zeit einplanen und diese sinnvoll nutzen. Hier bietet es sich an, mal wieder die Drohne einzusetzen. Leider meint es das Wetter nicht so gut, aber das gehört in Norwegen dazu. Letztendlich wechselt sich das Wetter den ganzen Tag über ab. Wolken, Regen, am Nachmittag einige Sonnenstrahlen und das im 10-Minuten-Takt. Manchmal dauert es, bis ich eine Hütte finde. Heute muss ich mehrere Campingplätze anfahren über eine Strecke von über 50 Kilometern. Bei dem Wetter ist selten keine Option. Leider bleibt das Wetter am kommenden Tag schlecht, als ich mich auf den Weg nach Stiklestad aufmache. Der Ort ist vor allem durch die dortige Schlacht bekannt. Damals, am 29. Juli 1030, wurde der norwegische Nationalheld Olaf der Heilige in eben dieser Schlacht getötet. Dies war ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Christentums in Norwegen. Die Saison ist Anfang September schon vorbei, die Gebäude alle geschlossen. Durch das Freigelände kann man jedoch einen Spaziergang machen. Hier finden sich Bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber auch der Nachbau eines Wikinger-Langhauses. Zu meiner Überraschung sind viele Gebäude offen, man kann innen alles besichtigen, aber niemand sonst ist da. Das Wetter wird immer schlechter und der dichte Verkehr um Trondheim herum mit Stop and Go
veranlassen mich, die Stadt mit dem Nidarosdom, der Begräbnisstätte Olafs, auszulassen. Ich war ja schon 2020 hier. Auch die Suche nach einer Hütte für die Nacht ist heute nicht einfach. Geschlossen, ausgebucht, niemand da. Es dauert 2 Stunden und rund 60 Kilometer, bis ich eine Hütte finde. Dass um diese Zeit niemand an der Rezeption ist, ist eigentlich keine Ausnahme. Aber ein Anruf genügt und es kommt jemand in wenigen Minuten vorbei. Meist. Dafür ist es heute eine recht luxuriöse Behausung geworden. Gestern noch meinte ich, schlechter könne das Wetter nicht werden. Es kann. Hinzu kommen stürmische Böen, die versuchen, einen von der Straße zu wehen. Besonders an der Küste entlang. Also heißt es heute Strecke machen zu meinem Ziel, der Stadt Molde. In Molde komme ich schon gegen 14 Uhr an und finde sofort eine Unterkunft. Der Regen hat nachgelassen. Also auf in die Stadt, die ich auch schon mal im Winter 2020 kurz besucht hatte. Molde, die Stadt der Rosen. Der Beiname geht auf das Jahr 1913 zurück und bezieht sich auf die zahlreichen Rosengärten in und um die Stadt herum. Möglich macht es hier ein relativ mildes Klima. Und ja, es stimmt, es ist warm geworden, mithin 14 bis 15 Grad Celsius. Zugleich ist die Stadt eine Metropole des Jazz, da bin ich aber zum falschen Zeitpunkt hier. Das Molde International Jazz Festival ist das zweitälteste Europas und zieht jährlich 60.000 Menschen hierher.